Mein Name ist Carola Metze-Nebelsig. Ich vertrete die Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie an der LMU München, an der Ludwig-Maximilians-Universität. Und mein persönlicher Schwerpunkt der Forschung ist Bronze- und Eisenzeit in einem relativ großen Raum. Wie hat das Auftauchen der Himmelsscheibe die Sicht auf die Bronzezeit verändert? Also schon in fundamentaler Weise. Wir sind ja immer konfrontiert mit dem Problem der verschiedenen Quellenfilter. Also das, was wir finden, das ist ein ganz kleiner Ausschnitt. Und unsere Idee war lange Jahre immer geprägt oder letztendlich in der Forschung, dass alles immer von einem evolutiven Aspekt betrachtet wurde. Es wurde immer komplizierter. Und das sah man auch gerne aus der Perspektive der klassischen Hochkulturen. Und wenn man das dann transponiert auf unsere Region, dann, also sagen wir jetzt Mitteldeutschland oder die Region nördlich der Alpen, dachte man immer, ja mein Gott, das sind einfache bäuerliche Gesellschaften, die kennen zwar Metall, die können damit umgehen. In der Bronzezeit passiert unheimlich viel, aber dann so ein Hort wie die Bronzescheibe, die Himmelsscheibe von Nebra, mit einer letztendlich, wie wir auch heute wissen, und es war vom ersten Moment ja auch klar, komplexen Darstellung eines Bildes, das letztendlich ein Himmelsphänomen abbildet, das war damals völlig neu. Vor allen Dingen ja auch neu, dass die Bronzezeit auch, es gilt eigentlich für die gesamte Periode, aber auch die Frühbronzezeit in unseren Breiten eine anikonische Epoche ist. Letztendlich Bilder, gehen wir mal davon aus, also dass Mitteleuropa jetzt nicht die nordische Felsbildkunst, und die ist auch relativ in der Bronzezeit etwas entwickelter, aber dann in der Frühbronzezeit oder späte Frühbronzezeit konnten wir sehen anhand der Funde, dass dort so ein Bild da ist. Das hat unsere Sicht einerseits enorm verändert und dann natürlich die Ausdeutung auch, dass Leute in der Bronzezeit ein Abstraktionsvermögen besaßen, um ein Himmelsphänomen darzustellen, was ja auch spannend war, dass dieses Himmelsphänomen zunächst einmal gar nicht klar war. Jemand, der diese Scheibe zum ersten Mal betrachtet, sieht letztendlich Punkte, dann eine Vollscheibe und einen Sichelmond. Ich glaube, der Sichelmond ist das, was die Leute als erstes begreifen. In der Kombination mit den einzelnen Punkten wird daraus ein Himmelsbild, aber zum Beispiel, was ist dieser Rundkörper? Das könnte die Sonne sein. Und wir sind eigentlich so geprägt, dass man sagt, Mond und Sonne, aber wir wissen ja heute, dass es nicht so ist. Also da könnte man viel noch drüber sagen, aber das wäre, glaube ich. Ich habe ja am 10. Mai 2001 die Himmelsscheibe zum ersten Mal gesehen. Wir haben uns zufällig am Abend getroffen und ich habe sie dir und glaube dem Mann als erstes gezeigt und du hattest gleich den Eindruck, wenn der Fund echt ist, ist er unglaublich bedeutend. Ja, genau. Also ich glaube, es geht jedem so. Das war elektrisierend, nicht mal so sehr die Scheibe alleine, sondern in der Kombination mit den Gegenständen, die dazu waren. Denn als du uns das gezeigt hast, ich erinnere mich noch ganz gut, wir sind sofort in unsere Bibliothek, haben das Regal gestürmt und nachgeschaut. Die Schwerter erkannte man ja sofort, da wusste man, in welchem Zeithorizont man ist. Guckt nach Parallelen, die hat man im Kopf, aber die muss man eben doch nochmal verifizieren, passt das? Und das war dann absolut elektrisierend. Diese Kombination mit diesem unikaten Gegenstand, auch von dieser Größe. Ich meine, es gibt natürlich kleine, in der Frühbronzezeit kennt man ja Schmuckscheiben, aber in dieser Größe, auch vor allen Dingen in der Kombination Gold, Bronze, enorm, ja. Ja, wir hatten ja damals nur Fotos und erst ein Jahr später konnten wir das Original in Händen halten und dann habt ihr es ja auch sehr, sehr bald gesehen. Du beschäftigst dich mit Gräbern vor allem in unseren Forschungen und hast immer auf ein Symbol hingewiesen, den goldenen Armring. Wir haben ja immer spekuliert, wer könnte die Himmelsscheibe gemacht haben und es hat aus meiner Sicht jemand gemacht, wie derjenige, der im Fürstengrab von Leubingen liegt und der hat nun einen unglaublichen Wert, den ersten massiven goldenen Armring. Du hast aber den Armring weiterverfolgt und ist es tatsächlich so ein Fürstensymbol? Also ich glaube schon. Ich bin dazu anders gekommen. Ich habe das Pferd von hinten aufgezäumt. Ich habe mich länger mit früheisenzeitlichen Goldhorten beschäftigt, wo diese Symbole der Macht, und so möchte ich es nennen, enthalten sind. Und damals ist mir aufgefallen, dass es in diesem speziellen Fall sich um Formen handelt, die eine
enorm lange Entstehungsgeschichte oder Lebensdauer, so würde ich es eher nennen, besitzen. Die frühesten Stücke dieses speziellen Typs, um den es mir damals ging, datieren just in diesen Zeithorizont der Himmelsscheibe von Nebra. Und da dachte ich, meine Güte, ich habe geschaut und tatsächlich ließen sich manche Formen zurückverfolgen in der Zeit. Und das ist natürlich eine Sache, die überhaupt nicht passt mit unseren gängigen Vorstellungen von Erinnerung und Erinnerungskultur in prähistorischen Gesellschaften, weil wir ganz gut wissen, auch aus der Ethnologie, die sich damit ja natürlich beschäftigt, mit Oral History und solchen Phänomenen, dass das eigentlich an konkret erinnerter Vorgeschichte selten über 5 Generationen hinausgeht. Aber wir sind hier mit Phänomenen konfrontiert, die längerfristige Erinnerungen in sich bergen. Und man muss natürlich dann nach Erklärungsmodellen suchen. Und ein Erklärungsmodell dafür ist der Mythos. Da können wir vielleicht auch noch mal drauf zurückkommen. In jedem Fall, um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, ist es meiner Meinung nach tatsächlich so, goldene Armringe oder goldener Ringschmuck, später in der Lateinzeit werden das dann auch Halsringe, die sind erstmals in Europa tatsächlich in dem Horizont Leubingen belegt und eben in einer ganz exklusiven Schicht von Leuten, also von Mächtigen, von Herrschern. In anderen Regionen, wo wir auch goldene Ringe dann in dieser Zeit kennen, ist es interessant, dass die nur im Medium des Opfers, also des Metallopfers in dem Fall, auftreten. Im Karpatenbecken kennen wir das in ganz interessanten Kombinationen. Und da, so wie wir Horte heute sehen, sind das Opfergaben an Götter, nennen wir es jetzt einfach so verkürzt. Und den Konnex dann herzustellen zwischen Göttern auf der einen Seite und dann den Mächtigen, die im Grab diese Ringe tragen, berechtigen uns, glaube ich, schon dazu zu sagen, das sind jetzt ganz besondere Leute. Und später dann, zum Beispiel auch hier in Mitteldeutschland, wenn wir in einer Region bleiben, passiert das auch so, dass die goldenen Ringe dann in Hortfunden auftreten, also auch als Opfer, auch einzeln geopfert werden. Wie ist denn das Verhältnis von Hortfunden zu Grabfunden? Wir haben diese spektakulären Fürstengräber am Beginn der Frühbronzezeit um 1900, 1800, 1700 mit Leubingen, Helmsdorf und Dieskau. Dann aber setzen die Fürstengräber aus und wir haben seit der Frühbronzezeit Hortfunde, schwerpunktmäßig dann wieder der Spätbronzezeit. Und wie ist das Verhältnis von Gräbern zu Hortfunden? Gut, also das ist eine komplexe Frage, die man sicherlich auch in verschiedenen Regionen anders beantworten muss. Aber man kann sagen, dass, wenn wir jetzt auf die goldenen Ringe des beispielsweise oder diese besonderen Symbole der Macht reduziert, dann ist es so, dass wir in Mitteldeutschland die zunächst in den Gräbern haben. In der Mittelbronzezeit gibt es eine Überlieferungslücke. Das hat aber hier in der Region sicherlich auch historische Gründe. Das hat sicherlich auch was mit Kollabieren von Herrschaftssystemen zu tun und dass es nicht immer kontinuierlich weitergeht. In der Spätbronzezeit dann haben wir sie im Medium des Hortes. Und dann, das zieht sich ganz gut durch, auch in der Völkerwanderungszeit haben wir in bestimmten Regionen, das muss man allerdings einschränkend sagen, im skandinavischen Bereich tauchen dann goldene Ringe auch wieder in Gräbern beispielsweise auf, auch als Herrschaftssymbole, auch als Depots. Und wir kennen halt dann die Überlieferung. Ne? Das, ich meine, so eine Geschichte wie Tolkien, der Herr der Ringe, das ist natürlich, der rekurriert auf angelsächsische Epen, aber ich denke mal, da kann man durchaus Dinge verschalten, die dann wiederum mit lokalen Traditionen zusammenzuführen sind. Nicht natürlich derart, dass hier dass meinetwegen jetzt die mittelalterliche Dichtung hier in Mitteldeutschland entstanden ist. Was kann man, ihr untersucht Gräber, diese frühbronzezeitlichen Gräber, welche Chancen hat man mit der Quelle Gräbern? Was kann man da machen? Gut, das ist natürlich auch wiederum von Kultur zu Kultur verschieden, von Region zu Region verschieden. Und diese Tagung, die wir jetzt gerade haben, hat eigentlich sehr schön gezeigt, dass selbst in einer Kultur wie der Aunjetitzer Kultur, also die Frühbronzezeit in Mitteldeutschland, dass selbst da regionale Unterschiede zu sehen sind. In Mitteldeutschland, also hier im Mittelelbe-Saale-Gebiet, ist es so, dass die Gräber unterhalb einer bestimmten Ebene, die wir jetzt hier als mit dem Hilfsbegriff Fürsten oder die Mächtigen, die Herrscher bezeichnen, dann vielleicht noch eine weitere Schicht, die ebenfalls relativ metallreich ausgestattet ist, wo es auch Gold gibt. Aber die große Masse der Gräber, die wir kennen, enthält eigentlich kaum Statusmarker.
Und wenn man das quantifiziert mit Regionen der gleichen Zeit, wie beispielsweise im Donaugebiet, wo wir Hunderte von Gräbern in relativ kleinem Raum kennen, muss man sagen, hier in Mitteldeutschland ist nicht jeder bestattet worden. Also die Bestattung alleine ist schon exklusiv. Das müssen wir bedenken, wenn wir Sozialstrukturen analysieren wollen. Dennoch ist es so, dass Gräber, wenn wir solche Fragen an das Material, archäologische Material herantragen, immer noch die eigentlich, sagen wir, einerseits einfachste und verlässlichste Art sind, etwas über die Bevölkerung damals herauszubringen. Nun muss man dazu sagen, unser Projekt war ja, was hier im Rahmen der Forschergruppe untersucht wurde, von Frau Hubensack, meiner Doktorandin, zielt ja ganz klar eben auch darauf ab, die Anthropologie einzubeziehen, da man eben mit dieser Wissenschaft letztendlich die Physis des Menschen in einer Weise erschließt, wie sie archäologisch nie zu erschließen ist. Und da ergaben sich natürlich eine Vielzahl neuer Erkenntnismöglichkeiten. Wie siehst du, oder zwei Fragen noch, wie siehst du die Struktur der frühbronzezeitlichen Gesellschaft? Aus meiner Sicht ist es ja so, die ganze Jäger- und Sammlerzeit, Jahrhunderttausende egalitäre Gesellschaften, dann Bauerntum, wo sich Ungleichgewichte herausbilden, aber in der Frühbronzezeit scheint die Schichtung doch ganz deutlich und fast schon mit Herrschaft zu bezeichnen. Ja, absolut. Also der Begriff Herrschaft ist, glaube ich, ein ganz elementarer hier. Und wenn man dann die Genese letztendlich gesellschaftlicher Entwicklung verfolgt, dann haben wir hier einen deutlichen Quantensprung. In der Frühbronzezeit ganz eklatant, und es gibt natürlich, das ist ja nicht neu, immer die Überlegung, das hat was mit Metall zu tun. Wir beobachten auch, das geht schon im Endneolithikum los, aber wir können ja beobachten, dass Leute über enorm große Regionen miteinander kommunizieren, in einer Weise kommunizieren, die nahelegen, die kannten sich oder die waren dort, die sind gereist, die haben große Strecken bewältigt. Und insofern kommt es hier offensichtlich zu einer Stratifizierung der Gesellschaft durch die Leute, die halt Zugang zu diesen Ressourcen haben, um die es geht, Metall, die das offensichtlich zumindest in einigen Regionen monopolisieren, dadurch Macht natürlich auch akquirieren und sicherlich dann diese Macht auch nutzen, zumindest für uns sichtbar nutzen, indem sie im Tode halt so besonders überhöht dargestellt werden. Denn so ein Grab, ich meine, das muss man sagen, Leubingen, Helmsdorf, die kennen wir jetzt zumindest aus Berichten, das sind unglaubliche Arbeitsleistungen, die da eine größere Gemeinschaft leisten muss, um diese Menschen im Tod so zu überhöhen, dass man sagen kann, eigentlich, das werden Helden, Heroen, vergöttlichte Menschen. Ich meine, allein in diesem Armring mit über 250 Gramm Gold ist ein unglaublicher Wert gebunden in dieser Zeit auch an Arbeitsleistung und so weiter. Aber warum macht so eine Gemeinschaft das, dass sie diesen Fürsten mitten in seiner Domäne von Leubingen aus das Thüringer Land wunderbar überblicken, dass sie den dort mit so einem Aufwand bestattet? Du sagst, er wird zum Heros in dem Moment. Ja, also wir wissen das nicht aus den Quellen. Wir können das ist ja ein Modell, was wir ableiten aus dem mediterranen Raum der Hochkulturen. Aber ich glaube schon, das kann man sagen, denn es geht ja auch um Erinnerung. Wenn ich einen Grabhügel errichte, dann ist das ein Monument, was ich sehe. Wenn ich in eine Region fremd komme, ich gehe durch die Landschaft, sehe diesen Hügel, ich frage die Leute, was ist denn das? So kann man sich das vielleicht ein bisschen naiv vorstellen. Das ist ein Marker, ein Monument, was letztendlich für die Ewigkeit, wie auch immer das gedacht ist, etwas fixieren soll. Und in dem Fall ist es tatsächlich dann das Grab eines besonderen Menschen, eines Herrschers. Und das hat eigentlich nur dann Sinn, sowas zu tun, wenn ich will, dass dessen Sein in irgendeiner Weise Erinnerung wird, aber eben präsent bleibt. Und das ist ein Modell, was man eigentlich am besten mit dem Heroenkonzept in Verbindung bringen kann. Dass eben diese Leute dann entrückt sind letztendlich von ihrer physischen oder sterblichen Existenz und dann eine andere Ebene eintreten. Und ich denke, das kann man dass so ein Konzept dort existiert hat. Da kommen wir wieder auf diese goldenen Armringe zurück, aber die sind ja letztendlich dann auch solche Symbole, überhaupt das Nutzen von so massivem Gold, was diese Menschen in eine göttliche Sphäre stellt. Denn sicher sind das jetzt Analogieschlüsse, aber dennoch ist die Wirkmächtigkeit von Gold ja bis heute ungebrochen.
Und das sind Dinge, das kann man zeigen, auch an solchen Opferfunden, dass die halt in der Regel oder Goldausstattungen sehr, sehr lange Zeit an diese Opfer gebunden sind. Und Leubing, Helmsdorf, das sind Ausnahmen. Gold zum Beispiel in der späten Bronzezeit in Gräbern ist eigentlich mit Ausnahme von Lockenringen, kleinen Schmuckappliken, aber massives Gold nicht existent. Das ist auch die späteren Armringe werden ja hohl. Außerdem, und sowas wie Leubingen ist schon von einer unglaublichen Massivität und äußerst bemerkenswert. Aber was mich fasziniert, wir haben ja in diesem Grab auch diesen 3000 Jahre alten Schuhleistenkeil, ein großes Steingerät. Man hat den Eindruck, diese Fürsten beziehen sich immer wieder auf alte Funde. Ja. Sie setzen sich auch auf die schnurkeramischen Gräber der Vorgängerkultur. Die suchen Legitimation, aber sie selbst legitimieren auch als Hügel und regen zu einer Gemeinschaftsleistung an. Ja, sicher. Also das ist immer in allen Kulturen ja die Legitimation von Macht, weil jeder Mensch, der vielleicht Macht ausübt, hat sicherlich auch entweder Angst oder aber gewisse Bedenken, dass man das irgendwie auch vertritt. Man muss sich ja legitimieren. Und diese Leute, auch um in ihrer Gemeinschaft sich zu legitimieren, schaffen das oder versuchen das in Einzelfällen, indem sie auf Vorbilder rekurrieren. Die kennen die sicher natürlich nicht, das ist ja mythisch, aber zum Beispiel der Helmsdorfer sitzt auf einem schnurkeramischen Hügel. Punktgenau sitzt er drauf. Ob der jetzt wusste, dass das ein Schnurkeramiker war, der dort bestattet war, werden wir nie rausbekommen. Aber der hat mit dem Konzept Hügel was anfangen können. Der hat diesen Hügel sicherlich gesehen oder die Gemeinschaft, die dieses Grab anlegt. Dort sitzt er drauf. Genau eben muss man auch annehmen, ein interessantes Phänomen, die Renutzung von Altertümern schon in der Vorgeschichte gibt es in verschiedenen Perioden. Das war offensichtlich, haben die das erkannt, diesen Schuhleistenkeil oder auch in dem Helmsdorfer Grab gibt es ja auch eine neolithische Axt. Offensichtlich haben die gesehen, das ist ein Menschenartefakt und die konnten mit der Funktion sicherlich auch was anfangen und die haben das wieder genutzt. Die wussten natürlich nicht, dass das jetzt frühneolithisch ist, aber die haben das als Zeichen einer für sie dann sicherlich mythischen Vergangenheit, als Herrschaftssymbol aufgenommen und dann eben in ihren repräsentativen Kanon von Herrschaft integriert. Schelling sagt, der Mythos ist stets tautogorisch und nie allegorisch. Es ist also offenbar so, dass in dieser vorgeschichtlichen Welt der Mythos umfassend ist. Die Himmelsscheibe ist aber nicht mythisch eingebunden, wie wir zeigen konnten, zumindest am Anfang. Aber diese Gräber werden vielleicht sogar nach einigen Generationen mythischen Gestalten zugeschrieben. Das kann man so annehmen. Also ich meine, es gibt verschiedene Beispiele, auch aus rezenten oder traditionellen Kulturen, wo man ähnliche Dinge festmachen kann, dass Monumente, welcher Zeitstellung auch immer, dann eingebaut werden in bestimmte Mythen. Und dass es Mythen gegeben hat, glaube ich, müssen wir insofern auch voraussetzen, da ohne den Mythos ich mir nicht vorstellen kann, dass eben Erinnerung, wie auch immer, transportiert werden kann durch die Generationen in schriftlosen Gesellschaften, die die Barriere der oralen Tradition sprengen. Das funktioniert nur über den Mythos, über Rituale, die Handlungsabläufe festlegen, Bestattungsrituale, Opferrituale und eben auch ein Gedankengebäude, was bestimmte Inhalte, vielleicht durchaus verknüpft mit materiellen Gütern, sodass man sich das auch gut merken kann, dass die transportiert werden in der Zeit. Das ist wichtig. Ja, wunderbar. Wenn du dir einen Fund wünschen darfst, Carola, welchen archäologischen Fund würdest du dir wünschen? Oh mein Gott, viele. Nein, also mein Gott, ja, vielleicht noch ein solches Grab, wenn wir jetzt mal in dem Gebäude jetzt der Frühbronzezeit bleiben, was so intakt ist, mit wunderbarer Erhaltung organischer Materialien, wo man dann so à la Helmsdorf, Leubing die modernsten Analysen antragen kann und die machen kann und dann eben vor allen Dingen gut graben und dann sehen, ja, was haben wir bislang entdeckt, wie passt das in das Bild, bestätigt das unsere Entdeckung, was man annehmen kann dann hoffentlich, oder welche Fragen können wir noch entwickeln? Es gibt immer Fragen, die man stellen kann und muss.
Deshalb ist Archäologie ja so spannend. Wunderbar, Dankeschön.